Welches Ereignis könnte die Menschen in Deutschland innerhalb des kommenden Jahres am stärksten beschäftigen? Genau das haben wir untersucht. Mehrere Remote Viewer arbeiteten unabhängig voneinander auf dieselbe verdeckte Fragestellung. Dabei entstanden Ergebnisse, die sich nicht sofort zu einem einzigen Bild zusammenfügen ließen. Lost Places. Remote Viewing. Forschung. Expeditionen. Paranormales. Supported by Into the Matrix. Remote The True Human Show. Eine der häufigsten Fragen uns lautet: Kann Remote Viewing auch Hinweise auf kommende Entwicklungen liefern? Gerade in einer Zeit wie dieser ist das nachvollziehbar. Deutschland erlebt seit Jahren eine Phase, in der sich mehrere Belastungen überlagern. Krieg in Europa, geopolitische Spannungen, wirtschaftlicher Druck, hohe Preise, Migration, Energiefragen und ein spürbarer Vertrauensverlust gegenüber Politik und Institutionen. Neben diesen sichtbaren Themen gibt es noch etwas weniger Greifbares. Gewissheiten, die lange fest erschienen, wirken brüchiger. Versorgung, Wohlstand, Frieden, Sicherheit und politische Stabilität werden nicht mehr von jedem als selbstverständlich erlebt. Vor diesem Hintergrund entstand unsere Zukunftsreihe. Dabei geht es weder um Dramatisierung noch um fertige Vorhersagen. Wir geben eine präzise Fragestellung verdeckt an mehrere Viewer und schauen erst nach Abschluss aller Sessions, welche Hinweise sich tatsächlich wiederholen. Nach Österreich richtet sich der Blick diesmal auf Deutschland. Für jedes Land arbeiten wir mit derselben Ausgangsfrage. Welches Ereignis dürfte innerhalb des kommenden Jahres die größte Aufmerksamkeit und Wirkung für die Bevölkerung entfalten? Das heißt nicht, dass ein solches Ereignis überall gleichzeitig spürbar sein muss. Ein regional begrenzter Vorfall kann bundesweit zum bestimmenden Thema werden, etwa durch politische Folgen, mediale Aufmerksamkeit oder seine technische, wissenschaftliche und symbolische Bedeutung. Ebenso wenig ist eine einheitliche Stimmung zu erwarten. Beteiligte können einen Erfolg feiern, während Betroffene Angst oder Unsicherheit erleben. Für viele andere bleibt das Geschehen zunächst etwas, das sie aus den Nachrichten kennen. Der Blick reicht dabei absichtlich nicht bis in eine ferne Zukunft. Untersucht wird ein Fenster von ungefähr einem Jahr. Mit wachsendem zeitlichem Abstand nehmen mögliche Abzweigungen zu. Entscheidungen, neue Krisen und unerwartete Entwicklungen können Wahrscheinlichkeiten immer wieder verschieben. 12 Monate sind lang genug für bedeutsame Veränderungen und zugleich kurz genug, um die Ergebnisse später nachvollziehbar mit der Realität abzugleichen. Damit kommen wir zu Deutschland. In Deutschland leben rund 83,5 Millionen Menschen. Das Land ist die größte Volkswirtschaft Europas und besitzt erheblichen politischen, industriellen und technologischen Einfluss. Seit Mai 2025 wird Deutschland von einer Koalition aus CDU, CSU und SPD unter Bundeskanzler Friedrich Merz regiert. Gleichzeitig steht das Land unter starkem Veränderungsdruck. Die wirtschaftliche Entwicklung, hohe Energie- und Standortkosten, die Zukunft der Industrie, die Modernisierung der Infrastruktur, Migration, Verteidigung und die geopolitische Lage beschäftigen Politik und Bevölkerung. Deutschland ist außerdem ein Land großer technischer Projekte. Energieforschung, Fusionsforschung, Raumfahrt, Automatisierung, unbemannte Systeme, neue Netze und unterirdische Infrastruktur gehören ebenso dazu wie alte Anlagen, deren Sicherheit noch über Jahrzehnte gewährleistet werden muss. Aus dieser Ausgangslage entstand das konkrete Target. Welches Ereignis wird die Menschen in Deutschland innerhalb des kommenden Jahres am stärksten prägen? 8 Viewer arbeiteten unabhängig voneinander. Keiner kannte die Fragestellung im Klartext. Die Sessions wurden während der Arbeit nicht untereinander verglichen. Niemand hatte Zugriff auf die Ergebnisse der anderen. Die Auswertung startete erst, nachdem sämtliche Sessions beendet und gesichert waren. Entscheidend war, die Daten nicht vorschnell zu einer einzigen Geschichte zusammenzufügen. Bei Zukunftstargets können verschiedene Phasen eines Geschehens auftauchen. Ebenso ist möglich, dass mehrere Ereigniskandidaten oder unterschiedliche Wahrscheinlichkeitslinien erfasst werden.
Darum wird jede Session zuerst eigenständig betrachtet. Die Verbindungen und Widersprüche kommen erst am Schluss auf den Tisch. Die erste Session beginnt mit einer starken Energie. Sie wird als weitreichend, kräftig, laut und impulsiv beschrieben. Sie wirkt turbulent, wirbelnd und scheint sich in verschiedene Richtungen zu verteilen. Der Viewer hat dabei deutlich das Gefühl, sich in Wasser oder einer anderen Flüssigkeit zu befinden. Es rauscht, blubbert und sprudelt. Die Bewegung ist hörbar und kraftvoll. In diesem Umfeld tauchen mehrere sich drehende metallische und technische hergestellte Scheiben auf. Der Viewer verbindet sie mit einem Antrieb. Die Assoziation eines Bootes entsteht, wird aber nicht als wörtliche Identifikation gewertet. Interessanter ist die zugrunde liegende Funktion. Etwas dreht sich in einem flüssigen Medium. Dabei wird Energie verändert, übertragen oder räumlich verlagert. Eine Gruppe von Menschen beobachtet den Vorgang. Sie wirkt einheitlich gekleidet, misst, protokolliert und wartet gespannt auf ein Ergebnis. Das Ganze besitzt den Charakter eines Experiments, das ungewöhnlich und offenbar von längerer Hand vorbereitet wurde. Zu Beginn scheint Energie komprimiert oder gespeichert zu sein. Anschließend kann sie sich entspannen und in eine andere Form übergehen. Der Prozess verläuft in wiederkehrenden Phasen. Die Energie wird aufgenommen, umgewandelt und an einen anderen Ort übertragen. Das Ergebnis überrascht die beteiligte Gruppe. Die Menschen freuen sich, wirken erleichtert und applaudieren. Der Viewer empfindet das Experiment als sicher, geplant und erfolgreich. In seiner Zusammenfassung spricht er von einem bedeutenden Fortschritt mit einer positiven Wirkung für Menschen. Isoliert betrachtet beschreibt diese Session damit sehr wahrscheinlich einen geplanten technischen Versuch. Die Kernelemente sind Flüssigkeit, Rotation, Energieumwandlung, Messung und ein erfolgreiches Ergebnis. Ob es um einen Antrieb, eine Turbine, ein Strömungssystem oder eine andere Form der Energieumwandlung geht, bleibt offen. Die zweite Session beginnt in einer stillen und kargen Umgebung. Der Viewer erfasst eine große graue Struktur. Sie ist fest, steinig, aufragend und unbewachsen. In der unmittelbaren Umgebung scheint sich niemand aufzuhalten. Neben dieser eher natürlichen oder massiven Struktur erscheint ein deutlich technisches System. Ein kompaktes metallisches Objekt befindet sich innerhalb eines größeren, feststehenden Objekts. Das innere Objekt bewegt sich schnell auf und ab. Der Viewer vergleicht die Bewegung mit einem Kolben. Durch diese Bewegung wird entweder Energie oder mechanische Kraft erzeugt. Die Wirkung bleibt auf den Bereich des größeren Objekts begrenzt und breitet sich nicht unkontrolliert nach außen aus. Das größere Objekt wird genutzt. Es erscheint hohl, technisch hergestellt und besitzt Oberflächen, die an Nieten oder Schweißnähte erinnern. Beim gedanklichen Klopfen entsteht ein metallischer, resonanter Klang. Die Assoziationen Handpan und UFO entstehen aus Form und Material, werden aber nicht wörtlich übernommen. Belastbar bleiben eine gewölbte oder scheibenartige Form, ein metallischer Hohlkörper und eine innere Mechanik. Die Session zeigt damit eine technische Vorrichtung innerhalb eines größeren Gehäuses. Denkbar wären ein Motor, eine Pumpe, ein Verdichter, ein Drucksystem oder eine andere Form mechanischer Energieumwandlung. Ob dieses System zu einem Fahrzeug, einer Anlage oder einem Versuchsaufbau gehört, lässt sich allein aus dieser Session nicht entscheiden. Die dritte Session führt in eine offene oder natürliche Umgebung. Der Viewer erfasst eine sich drehende Bewegung. Etwas Metallisches bewegt sich schnell, wird gesteuert und anschließend abgebremst. Die Bewegungsenergie wirkt zielgerichtet, mechanisch und präzise. Menschen befinden sich in größerer Entfernung. Sie beobachten vorsichtig und reagieren unterschiedlich. Einige sind fasziniert und beeindruckt, andere empfinden Spannung oder Unbehagen. Nach dem Ende des Vorgangs tritt Erleichterung ein. Der technische Gegenstand ist länglich und besitzt Teile, die ausgefahren werden können.
Diese kleinen Teile drehen sich, sind hart und wirken wie Werkzeuge. Sie führen eine bestimmte Aufgabe aus. Der Viewer beschreibt ein Eindringen, Entladen oder eine Interaktion mit einem anderen Bereich. Dabei ist zunächst nicht klar, was genau geschieht. Es entsteht der Eindruck, dass etwas geholt, erreicht oder bearbeitet werden soll. Eine Flüssigkeit könnte beteiligt sein. Der Viewer nimmt Dampf oder verdampfendes Wasser wahr. Ein männlich wirkender Bediener sitzt konzentriert und schaut nach vorne. Er steuert den Vorgang. Isoliert betrachtet passt diese Session vielleicht zu einem gesteuerten Hochtechnologieobjekt. Denkbar wären ein unbemanntes System oder eine Drohne, ein technisches Fahrzeug, eine Sonde, ein Bergungsgerät oder aber auch eine Maschine zur Probenentnahme. Die Kombination aus Geschwindigkeit, Steuerung, Bremsen und ausfahrbaren Werkzeugen spricht stärker für eine konkrete technische Aufgabe als für einen rein abstrakten Energieprozess. Die 4. Session ist deutlich abstrakter. Der Viewer beschreibt einen rhythmischen, systematischen und mitreißenden Vorgang. Er scheint Menschen oder ihre Umgebung zu beeinflussen und wird als weitreichend und durchdringend wahrgenommen. Mit ihm verbinden sich Neuorientierung, Neuzusammensetzung und Umstrukturierung. Der Ablauf wirkt planvoll und schwer vermeidbar. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich. Ein Teil der Menschen steht dem Vorgang skeptisch oder sorgenvoll gegenüber. Andere unterstützen ihn und helfen bei seiner Umsetzung. Diese Helfer wirken tatkräftig und wohlwollend, werden von der Öffentlichkeit aber kaum beachtet. Der Viewer zeichnet außerdem einen abgeschirmten, länglichen und quaderartigen Bereich. Außerhalb ist die Umgebung unklar und neblig. Im Innern fühlen sich Menschen sicher. Die Abschirmung scheint die Wirkung des Vorgangs zu begrenzen. In einer weiteren Wahrnehmung erscheint ein runder, geschlossener Lebens- oder Erfahrungsraum, um den der rhythmische Prozess stattfindet. Menschen reagieren darauf mit Verunsicherung und Widerstand. Einige empfinden die Entwicklung als zu schön, um wahr zu sein. Andere stemmen sich gegen die Veränderung. Bei dieser Session muss die persönliche Bildsprache der Viewerin berücksichtigt werden. Stark ausgeschmückte Beschreibungen werden deshalb nicht wörtlich übernommen. Übrig bleiben ein systematischer Veränderungsprozess, unterschiedliche gesellschaftliche Reaktionen, Helfer und abgeschirmte Bereiche. Isoliert betrachtet könnte diese Session eine politische oder infrastrukturelle Umstellung zeigen. Ebenso denkbar ist eine technische Wirkung, gegen die bestimmte Bereiche abgeschirmt werden. Auch eine Schutz- oder Evakuierungssituation wäre grundsätzlich möglich. Eine konkrete Ereignisart lässt sich aus dieser Session allein nicht bestimmen. In der 5. Session erscheint erneut eine große graue Struktur. Sie besitzt abgerundete Seiten und erinnert den Viewer an eine Satellitenschüssel. Die Struktur dient offenbar dem Transport oder dem Überbringen von etwas. Sie wirkt metallisch, glatt, nahtlos und beinahe wie aus einem Guss. Der Viewer nimmt wahr, dass etwas ausgeladen, übergeben oder an einem anderen Ort gebracht wird. Daneben erscheint ein starkes Energiesystem. Die Energie ist kraftvoll, schnell und rotierend. Sie scheint der Energieerzeugung zu dienen. Im Zentrum befindet sich ein kleineres, kugelförmiges Objekt, das aus mehreren ineinanderliegenden Ringen besteht. Diese Ringe drehen sich gegeneinander oder umeinander und dabei entstehen helles Licht und blitzartige Erscheinungen. Die Assoziation eines Raumschiffs ist wiederum ein AOL und wird nicht als Identifikation übernommen. Belastbar bleiben eine ungewöhnliche glatte Transportstruktur, ein ausgeladenes Objekt und ein ringförmiges Energiesystem. Isoliert betrachtet könnte es sich um die Anlieferung oder Inbetriebnahme eines technischen Moduls handeln. Ebenso möglich wäre die öffentliche Demonstration eines neuartigen Energie- oder Antriebssystems. Die 6. Session beginnt mit einer großen grauen Erhöhung oder Struktur. Sie ist lang, hoch, gebogen und an den Seiten nach innen gewölbt. Von vorne ist sie begehbar. Der Eingang erscheint halbrund, metallisch und breit. Im Inneren befindet sich ein schwarzes, röhrenförmiges Arbeitsgerät und das ist gebogen, gerillt und im inneren Bereich breiter. Seine Funktion wird relativ klar beschrieben.
Es dient der Umwandlung, dem Filtern und dem Trennen von Stoffen. Aus einem Gemisch wird etwas Benötigtes herausgeholt. Der Fuhrer nimmt außerdem eine arbeitende Einheit wahr, die er zunächst tierartig beschreibt. Wichtiger als die äußere Erscheinung ist ihre Funktion. Sie baut, sortiert und errichtet eine dauerhafte Struktur, in der sich später Menschen oder andere Lebewesen aufhalten können. Eine weitere Energie treibt ein längliches Gerät an. Sie ist warm, kraftvoll und beweglich. Der Geruch erinnert an Öl und verbranntes Material. Bei einem gedanklichen Positionswechsel nach oben sieht der Fuhrer eine große, kuppelförmige und teilweise durchsichtige Konstruktion. Sie besitzt bewegliche Elemente zur Verdunklung und Belüftung. Im Innern befinden sich eventuell Pflanzen, Wasser und Lebewesen. Es wirkt wie eine eigene, kontrollierte Welt. Der Fuhrer verbindet das Ereignis mit Bauen, Tüfteln und möglicherweise einem vorausgegangenen Unglück. Da derselbe Fuhrer beim Österreich-Projekt bereits Röhrenflüssigkeiten Aufräumarbeiten wahrgenommen hatte, wird der Unglücksbezug vorsichtig gewichtet. Die detaillierte Beschreibung von Filtern, Stofftrennung, Lüften, Pflanzen und Wasser besitzen jedoch einen eigenständigen Charakter. Isoliert betrachtet könnte diese Session den Bau einer geschützten Versorgungs-, Forschungs- oder Agraranlage zeigen. Denkbar wären auch ein geschlossenes Habitat, eine Aufbereitungsanlage oder ein System für kontrollierte Stoff- und Wasserkreisläufe. Die 7. Session beginnt mit einer natürlichen Erhöhung. Ihre Oberfläche ist wellig, Teile wirken durchscheinend oder verwittert. Die Umgebung wird als alt, kraftvoll, verlassen und vergessen wahrgenommen. Im Inneren der Erhöhung erscheint ein hohler, abgerundeter Bereich. Dort ist es staubig, grau und neblig. Die Wahrnehmung erinnert an einen Tunnel. Weiter hinten liegt ein dunkler Bereich in der Tiefe. Darüber befindet sich eine hellere Zone. Der Fuhrer nimmt Menschen an oder in einer Öffnung wahr. Die Atmosphäre verändert sich. Zunächst ist es dunkel. Menschen sind beunruhigt und versammeln sich. Dann erscheint eine schnelle, zielgerichtete und wirbelartige Energie. Andere erkennen sie und haben offenbar bereits befürchtet, dass sie auftreten könnte. Es folgt ein kurzfristiger, blitzartiger und punktueller Vorgang, der von oben zu kommen scheint. Der Fuhrer empfindet ihn als katastrophal. Nach dem Ereignis verändert sich die Atmosphäre deutlich. Es wird sonnig und frisch. Reinigung, Ordnung und ein Neuanfang folgen. Diese Session besitzt eine relativ klare zeitliche Abfolge. Sorge, erwartete Einwirkung, plötzliches Ereignis und anschließende Wiederherstellung. Isoliert betrachtet könnte sie ein Natur- oder Himmelsereignis zeigen. Ebenso denkbar wären ein Einschlag, ein Flugkörper, ein Tonvorfall, eine Explosion oder ein Zwischenfall an einer berg- oder tunnelartigen Anlage. Die Lichtveränderung und der erwartete Ablauf erinnern auch an die Sonnenfinsternis vom 12. August 2026. Allerdings passen der katastrophale Eindruck und die anschließende Reinigung nur eingeschränkt zu einer normalen partiellen Sonnenfinsternis. Die 8. Session stammt vom erfahrensten Fuhrer des Projekts. Sie beginnt mit einem Menschen in einer bedrängten Situation. Die Person befindet sich in einem Innenraum, fühlt sich eingeengt, belastet und ist dennoch handlungsfähig. Im selben Bereich nimmt der Fuhrer eine starke Energie wahr. Sie liegt tief im Inneren oder unter einer Oberfläche. Es wummert, dröhnt, pulsiert. Von beiden Seiten kommen laute industrielle Geräusche. Gewölbte und membranartige Flächen vibrieren auf und ab. Der Raum wirkt groß, eng, dunkel und unangenehm. Es erscheinen die Begriffe Ableitung und Notfallprogramm. Der Fuhrer geht weiter in die Tiefe. Oben wirkt alles ruhig, offen und unscheinbar. Darunter liegen mehrere dicke Schichten. Ganz unten findet ein bedrohlicher Vorgang statt. Er brodelt, wummert und scheint sich auszuweiten. Der Fuhrer beschreibt einen verborgenen technischen Bereich, der ihn an ein Labor oder eine geheime Forschungsanlage erinnert. An einer anderen Stelle befindet sich ein hartes, kleineres und kuppelförmiges Objekt. Darunter fließt eine Masse ab und verteilt sich.
Das Objekt wird als helfend oder unterstützend wahrgenommen. Gleichzeitig erscheint ein anderes Objekt auszulaufen. Eine bewegliche Masse breitet sich in umliegende Regionen aus. Die beteiligten Menschen sind ratlos, traurig und beunruhigt. Sie haben die Gefahr unterschätzt oder noch nicht richtig erkannt. Isoliert betrachtet beschreibt diese Session sehr wahrscheinlich eine kritische Lage in einer tiefen oder abgeschirmten technischen Anlage. Oder genau dieser Bereich ist Auslöser für einen Vorfall an einem anderen Ort, wo eine Masse aus dem Untergrund austritt. Druck, Vibration, Ableitung, ein Notfallprogramm und eine auslaufende Masse sprechen für einen Störfall oder einen ausgelösten Prozess, der außer Kontrolle zu geraten droht. Denkbar wären ein unterirdischer Speicher, ein Endlager, eine Industrieanlage oder ein geologischer Vorgang. Nach 8 Sessions bleibt zunächst ein ungewöhnlicher Eindruck zurück. Die Daten wirken nicht beliebig. Mehrere Viewer landen in einer technischen Welt. Sie beschreiben große Konstruktionen, Energie, Bewegung, Druck, Flüssigkeiten und abgeschirmte Innenräume. Immer wieder wird etwas angetrieben, umgewandelt, gesteuert oder abgeleitet. Trotzdem ergibt sich daraus noch kein eindeutiges Einzelereignis. Dafür unterscheiden sich die Sessions in einem entscheidenden Punkt zu stark. Ein Teil der Viewer erlebt einen kontrollierten und erfolgreichen Vorgang. Dort wird gemessen, getestet und auf ein Ergebnis gewartet. Die Beteiligten sind gespannt, anschließend erleichtert und teilweise sogar begeistert. Diese Sessions wirken wie ein technischer Versuch, der gelingt und als bedeutender Fortschritt wahrgenommen wird. Ein anderer Teil der Daten führt in eine völlig andere Stimmung. Dort geht es um tiefe oder verborgene Bereiche, starke Vibrationen, eine bedrohliche Energie, Notfallmaßnahmen und eine Masse, die austritt oder abgeleitet werden muss. Menschen fühlen sich überfordert oder erkennen die Gefahr erst spät. Zwischen diesen beiden Richtungen stehen die Sessions über Abschirmung, Aufbau und geschützte Räume. Sie könnten eine Reaktion auf eine Gefahr zeigen. Sie könnten aber ebenso zu einem eigenständigen Infrastruktur- oder Forschungsprojekt gehören. Damit ergeben sich 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit: Die Viewer haben verschiedene Abschnitte desselben Ereignisses erfasst. Vielleicht gibt es einen technischen Vorgang, der kritische Phase und anschließend eine erfolgreiche Lösung hat. Die zweite Möglichkeit: Wir sehen 2 getrennte Ereignisse. Auf der einen Seite einen aufsehenerregenden technischen Durchbruch, auf der anderen Seite einen Vorfall oder ein Naturereignis, was bundesweit zum Thema wird. Und die dritte Möglichkeit? Einige Viewer sind auf unterschiedliche Ereignisse innerhalb desselben Zukunftszeitraums gelangt. Dann wären nicht alle Sessions Teil eines gemeinsamen Ablaufs. Welche dieser Möglichkeiten zutrifft, lässt sich aus den Daten nicht sicher entscheiden. Der stabilste gemeinsame Nenner bleibt trotzdem auffällig. Das zentrale Thema scheint weniger in klassischer Politik oder gesellschaftlicher Krise zu liegen. Es führt immer wieder zu Technik und Energie. Um die Session-Daten nicht im luftleeren Raum zu deuten, lohnt sich ein Blick auf reale Entwicklungen und bekannte Ereigniskandidaten innerhalb des untersuchten Zeitraums. Die stärkste positive Linie führt zu einem geplanten technischen Versuch oder Durchbruch. Die Session 1, 2 und 5 passen besonders gut in dieses Feld. Auch Session 3 könnte dazugehören, falls das gesteuerte Objekt Teil desselben Projekts ist. Als realer Vergleich fällt Wendelstein 7X in Greifswald auf. Wendelstein 7X ist die weltweit größte Fusionsanlage vom Typ Stellarator. Das Herzstück besteht aus 50 komplex geformten supraleitenden Magnetspulen. Sie erzeugen ein Magnetfeld, in dem heißes Plasma eingeschlossen wird. Im Jahre 2025 erreichte die Anlage einen neuen Weltrekord für längere andauernde Plasmen mit hohem Fusionsprodukt. Von September bis Dezember 2026 ist eine neue Experimentenkampagne geplant. Eine weitere soll von Februar bis April 2027 folgen. Zu den Sessions passt das Großexperiment, die komplexe Metallstruktur, ringförmige Geometrien,
starke Energie-Lichtmessungen und die positive Reaktion auf ein gelungenes Ergebnis. Es gibt aber auch klare Unterschiede. Wendelstein 7X produziert keinen Strom. Die Magnetspulen rotieren nicht mechanisch, auch die starken Wasser- und Flüssigkeitswahrnehmungen werden dadurch nur teilweise erklärt. Wendelstein 7X ist deshalb ein interessanter Vergleich, aber keine sichere Identifikation. Ebenso möglich wären ein neuer Antrieb, ein Strömungssystem, ein industrieller Demonstrator oder ein anderes Energieprojekt. Ein zweiter Kandidat führt zu einer kritischen Lage in einer tiefen oder abgeschirmten Anlage. Vor allem Session 8 enthält dafür konkrete Hinweise. Druck, Vibration, industrielle Geräusche, Ableitung, ein Notfallprogramm und eine auslaufende Masse. Ein realer Vergleich mit auffälligen Funktionsparallelen ist die Schachtanlage Asse 2 in Niedersachsen. Dort lagern schwach- und mittelradioaktive Abfälle tief in einem ehemaligen Salzbergwerk. Das Bergwerk ist instabil und seit Jahrzehnten tritt salzhaltiges Wasser ein. Im Frühjahr 2026 wurde eine wasserführende Kluft auf der 658 Meter Ebene freigelegt und provisorisch gefasst. An verschiedenen Stellen werden täglich erhebliche Mengen Salzwasser gesammelt und abgepumpt. Zu Session 8 passen der tiefe Untergrund, mehrere Schichten, Wasser oder bewegte Masse, Ableitung, technische Hilfssysteme, eine unterschätzte Gefahr und Menschen, die unter schwierigen Bedingungen handeln. Andere Elemente passen weniger gut. Die starke pulsierende Energie, das Brodeln und eine Ausbreitung in umliegende Regionen werden durch die öffentliche bekannte Lage in Asse nicht vollständig erklärt. Auch hier gilt daher, Asse 2 ist ein realer Vergleich mit auffälligen Funktionsparallelen, aber keine Identifikation des Targets. Andere mögliche Anlagen wären Bergwerke, Kavernenspeicher, Geothermieprojekte, unterirdische Energieanlagen oder industrielle Speicher. Session 3 passt auffällig zu einem ferngesteuerten oder unbemannten technischen System. Der Viewer beschreibt Geschwindigkeit, Steuerung, Bremsen, ausfahrbare Werkzeuge und eine konkrete Aufgabe. Auch Session 5 enthält ein Transportmedium, das etwas überbringt oder auslädt. Session 7 zeigt eine schnelle Einwirkung von oben. Ein größerer Drohnenvorfall an einem Flughafen, einem militärischen Gelände oder einer kritischen Infrastruktur könnte räumlich begrenzt sein und dennoch bundesweit Aufmerksamkeit auslösen. Die Sessions reichen jedoch nicht aus, um von einem Drohnenangriff zu sprechen. Der Drohnenbezug erklärt außerdem nicht die tiefen unterirdischen Bereiche und die auslaufende Masse. Drohnen könnten deshalb ein eigenständiger Ereignisstrang oder nur ein Bestandteil eines anderen Vorgangs sein. Die Sessions 7 und 8 lassen auch eine geologische Leseart zu. Erhöhung, Tiefen, Brodeln, Wummern, Druck, Vibration und austretende Masse können an vulkanische oder geothermische Prozesse erinnern. In der Eifel existiert nachweislich ein vulkanisches System, das geologisch weiterhin aktiv ist. Unter dem Lacher See wurden tiefe Erdbeben und Hinweise auf aufsteigende magmatische Fluide registriert. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht. Derzeit gibt es keine belastbare kurzfristige Warnlage. Ein Vulkanausbruch wäre zweifellos ein außergewöhnliches und bundesweit aufsehenerregendes Ereignis. Die Sessions enthalten dafür einige passende Motive. Der starke technische Anteil spricht jedoch dagegen, alle Daten als reinen Naturvorgang zu lesen. Möglich wäre auch, dass einige Viewer technische Mess-, Schutz- oder Evakuierungsmaßnahmen im Umfeld eines geologischen Vorgangs erfasst haben. Am 12. August 2026 findet außerdem eine totale Sonnenfinsternis statt. Von Deutschland aus ist das Ereignis partiell sichtbar. Session 7 enthält dazu einige auffällige Parallelen. Menschen versammeln sich, das Ereignis ist vorher bekannt. Licht und Dunkelheit wechseln und danach wird es wieder sonnig. Gegen diese Deutung sprechen der katastrophale Eindruck, die punktuelle Energie und die anschließende Reinigung.
Die Sonnenfinsternis könnte daher eine einzelne Session teilweise erklären, aber kaum den gesamten Datensatz. Eine weitere aktuelle Entwicklung passt zumindest teilweise zu den Session-Daten. Deutschland baut seinen Zivil- und Bevölkerungsschutz derzeit deutlich aus. Bund und Länder werben verstärkt dafür, Notvorräte anzulegen und einen griffbereiten Notfallrucksack vorzubereiten. Gleichzeitig wird an einem neuen Schutzraumkonzept gearbeitet. Dabei geht es nicht nur um klassische Bunker. Auch Keller, Tiefgaragen, Tunnel, U-Bahn-Stationen und andere massive Innenräume sollen als mögliche Zufluchtsorte erfasst und im Krisenfall schnell auffindbar gemacht werden. Das bedeutet nicht automatisch, dass ein konkreter Angriff erwartet wird. Die Planungen beziehen sich auf sehr unterschiedliche Gefahrenlagen. Stromausfälle, Naturkatastrophen, Sabotage, Cyberangriffe, Drohnen, Explosionen oder militärische Bedrohungen. Damit könnte ein Teil der Sessions auch einen allgemeinen gesellschaftlichen und politischen Wandel beschreiben. Deutschland richtet sich stärker auf Krisenvorsorge aus. Menschen sollen lernen, sich für einen begrenzten Zeitraum selbst zu versorgen und bei einer Gefahr schnell geschützte Räume aufzusuchen. Das passt besonders zu der Session, in der ein abgeschirmter Bereich beschrieben wurde, in dem sich Menschen sicher fühlen. Außerhalb wirkt die Lage unklar und belastend, während die Wirkung im Inneren begrenzt wird. Auch die Hinweise auf Helfer, Unterstützer, Neuorientierung und einen planvollen Ablauf könnten mit dem Aufbau neuer Zivilschutzstrukturen zusammenhängen. Dann wäre nicht ein einzelner Angriff das eigentliche Ereignis, sondern die grundlegende Rückkehr des Zivilschutzes in den deutschen Alltag. Allerdings gibt es einen Punkt, der diese rein allgemeine Erklärung nicht vollständig abdeckt. In einer anderen Session entsteht der Eindruck, dass eine Gefahr unterschätzt wurde. Die Beteiligten hätten sie nicht richtig auf dem Schirm gehabt und reagierten anschließend ratlos und beunruhigt. Das könnte schlicht bedeuten, dass Bevölkerungen und Verantwortliche die allgemeine Verwundbarkeit kritischer Infrastruktur bislang nicht ernst genug genommen haben. Es könnte aber auch darauf hindeuten, dass die Vorsorge später durch ein reales Ereignis neue Dringlichkeit bekommt. Beides bleibt möglich. Die Sessions können also die gegenwärtige Vorbereitung beschreiben. Sie könnten ebenso zeigen, warum diese Vorbereitung plötzlich stärker in den Mittelpunkt rückt. Eine klare Trennung zwischen allgemeiner Planung und konkretem Auslöser geben die Daten bislang nicht her. An diesem Punkt lohnt sich noch ein Blick auf das erste Land unserer Zukunftsreihe. In der Österreich-Folge führten mehrere Sessions ebenfalls in verborgene oder abgeschirmte Bereiche. Dort erschienen technische Anlagen, Energieprozesse, Wasser, Hitze, Druck und Vorgänge, die nicht offen sichtbar waren. Eine Session beschrieb einen plötzlichen Zwischenfall mit austretendem Material und anschließendem Aufräumarbeiten. Das erinnert zunächst deutlich an Teile der Deutschlanddaten. Auch hier finden wir unterirdische oder geschützte Bereiche, technische Systeme, bewegte Stoffe und einen möglichen Notfall. Trotzdem sollte man daraus nicht vorschnell schließen, dass beide Länder dasselbe Ereignis beschreiben. Bei Österreich lag der Schwerpunkt stärker auf einem verborgenen technischen Prozess, einem möglichen Austritt und der Frage, wie offen die Ursache anschließend kommuniziert wird. Bei Deutschland ist der positive Technikstrang wesentlich stärker. Mehrere Viewer beschreiben einen geplanten Versuch, Energieumwandlung, präzise Steuerung und ein Ergebnis, das bei den Beteiligten Freude und Erleichterung auslöst. Daneben steht allerdings auch hier ein möglicher Störfall in einer tiefen oder abgeschirmten Anlage. Es könnte sich daher um ähnliche Themenfelder handeln, ohne dass ein direkter Zusammenhang besteht. Deutschland und Österreich teilen Energie- und Versorgungsnetze, wirtschaftliche Verbindungen und gemeinsame europäische Sicherheitsfragen. Ein größeres Ereignis in einem Land könnte deshalb durchaus auch im anderen wahrgenommen oder gesellschaftlich relevant werden. Dafür liefern die Sessions aber keinen eindeutigen Beweis. Im Moment können wir nur festhalten, beide Projekte führen überraschend häufig in technische und infrastrukturelle Bereiche. In beiden Ländern tauchen Energie, Wasser oder bewegte Stoffe, abgeschirmte Orte und kontrollierte Vorgänge auf. Ob sich dahinter tatsächlich ein größerer gemeinsamer Zusammenhang verbirgt, wird die tatsächliche Entwicklung zeigen.
Die vollständige Auswertung zu Österreich findest du ebenfalls auf diesem Kanal. Bei einem Zukunftsprojekt entsteht schnell der Wunsch nach einer eindeutigen Antwort. Nach einem Namen, einem Ort oder einem konkreten Ereignis. Genau das geben die Deutschland-Sessions bislang nicht her. Was in den Sessions nicht klar erscheint, ist ein flächendeckender Krieg in Deutschland, ein vollständiger gesellschaftlicher Zusammenbruch oder eine Katastrophe, die das gesamte Land unmittelbar erfasst. Sollte sich der bedrohliche Teil der Daten bestätigen, wirkt das Ereignis eher regional, begrenzt. Seine Bedeutung für Deutschland könnte durch die öffentliche Aufmerksamkeit, Sicherheitsfragen oder politische Folgen entstehen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob ein technischer Durchbruch, ein Anlagenvorfall oder ein anderes Ereignis die wiederkehrenden Motive verständlich macht. Und genau dann werden wir zu diesen Sessions zurückkehren. Nicht um passende Treffer im Nachhinein zu konstruieren, sondern um ehrlich zu prüfen, was gestimmt hat, was nur ähnlich wirkte und was sich nicht bestätigt hat. Letztendlich müssen wir uns bewusst machen, dass wir es sind, die die Realität erschaffen. Und wenn wir verschiedene Wahrscheinlichkeiten anschauen können und uns etwas nicht zum Wohle aller gefällt, dann steht es uns frei, die Zukunft neu zu gestalten. Wir müssen es nur tun. Eines ist sicher: Die Wahrheit ist dort draußen und wir sind fest entschlossen, sie zu finden. Wenn dir unser Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung, denn unsere Arbeit ist spendenbasiert. Gib uns auch gerne deinen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und freue dich auf eine weitere spannende Folge der True Human Show. Human, wake up. The free human. The True Human Show. Supported by To The Matrix.